Spieltag 21 startet heute mit Dortmund gegen Freiburg. Die Dortmunder in Heidenheim nicht so gut gespielt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da gab es noch ganz andere Kommentare. Freiburg gegen Stuttgart zu Hause verloren. Also auch zwei Mannschaften, die wahrscheinlich einfach auch besser spielen können, als sie das letzte Woche gemacht haben. Ich denke mal, Dortmund macht das zu Hause ganz knapp 2-1. Ich wollte auch weniger auf Dortmund tippen, weil immer, wenn ich auf Dortmund getippt habe, haben sie immer reingechoked. So in 5 von 10 Fällen, würde ich mal sagen. Aber gut, zu Hause, Freiburg, Freitagabend, ich glaube, das müssten die Dortmunder machen. Am Samstag geht es dann weiter mit Union gegen Wolfsburg. Auch zwei Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen. Union ist unten, spielt um den Klassenhalt. Wolfsburg haben jetzt auch schon viele Spiele nicht gewonnen, sind auch 11., 12., müssen auch nach unten gucken. Nicht, dass die da unten noch mit reintrudeln. Das könnte so ein ganz typisches Kampfspiel werden. Samstagnachmittag, 3:30. Schlechtes Wetter wahrscheinlich, durchnässter Rasen oder halt nicht bespielbarer Rasen. Doch, das wahrscheinlich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher gibt es da von mir mal ein 1-1. Frankfurt gegen Bochum, dann das nächste Spiel. Von der Eintracht war ich sehr, sehr enttäuscht in Köln. Das war halt absolut überhaupt nichts. Von der Aufstellung schon angefangen, viel zu defensiv gegen eine Kölner Mannschaft, bei allem Respekt, die im Winter nicht einkaufen durften, die neuen Trainer haben, die ohne Stürmer gespielt haben. Wir haben die im Prinzip stark gemacht. Also die mussten eigentlich gar nichts tun, mussten eigentlich nur hohe Bälle spielen. Auf Thielmann, glaube ich, war es, der vorne als Neuner gespielt hat, obwohl der eigentlich auch kein Neuner ist. Tja, das ist dann halt auch typisch Frankfurt. Jetzt sind ein paar Fragezeichen. Ne? Kalajdzic weiß man nicht, der wird Vater. Buta wird Vater. Die sind eventuell dann noch am Samstag im Kreissaal. Dazu fällt ein Kunku aus, gelb-rot gesperrt. Tuta auch gelb-rot gesperrt. Dazu Ebimbe, der leicht angeschlagen ist. Für Hugo Ekitike reicht es maximal für 30 Minuten, weil er irgendwie ein halbes Jahr in Paris nicht mittrainiert hat. Also da sind ein paar Fragezeichen, aber man könnte ja mit so einer Jetzt-Erst-Recht-Aktion oder so einem Jetzt-Erst-Recht-Sieg gegen Bochum nochmal für neuen Schwung sorgen. Bochum, ja, auch traditionell sehr, sehr unangenehm zu spielende Mannschaft. Das meine ich durchaus positiv, sehr physisch veranlagt und durchaus auch gewillt, in Frankfurt was zu holen. Ich glaube und ich hoffe natürlich, dass die Eintracht gewinnt. Ich mache auch mal ein knappes Ding wieder. 2-1, weil ich glaube zu 0. Gut, außer gegen Mainz jetzt zu Hause, das ist 1-0. Ansonsten ist die Eintracht auch sehr, sehr anfällig, obwohl sie eigentlich die drittbeste Verteidigung hat, aber es hat nicht so den Anschein irgendwie. Gladbach gegen Darmstadt, auch sehr kurios. Die Gladbacher sollten ja unter der Woche eigentlich in Saarbrücken spielen. In Saarbrücken hat man dann auch mitbekommen, dass es den ganzen Tag regnet und hat dann 5 Minuten vor Spielbeginn dann doch entschieden, dass das Spiel nicht stattfindet. Hätte man ja auch mal in den Wetterbericht schauen können, dann hätten sich die Gladbacher die 10 Stunden Hin- und Rückfahrt gespart oder was weiß ich, bestimmt noch mehr Stunden für einige Leute. Lag einfach daran, dass die in Saarbrücken, glaube ich, an Geld gespart haben. Die haben wirklich ganz viel Geld investiert, glaube ich, fürs Stadion, für den Umbau. Haben aber eines nicht bedacht, und zwar so eine Drainage oder da irgendein System, dass das Wasser halt abfließen kann oder dass das halt nicht so aussieht, wie es aussieht. Ich bin da kein Experte, aber ich habe das irgendwie mal gelesen, dass halt da dann gespart wurde in Saarbrücken. Hut ab natürlich, auch Hut ab vom DFB, dass man das 5 Minuten vor Spielbeginn dann bekannt gibt und nicht schon ein paar Stunden vorher, bevor sich halt alle Fans auf den Weg gemacht haben. Naja, muss halt auch irgendwann nachgeholt werden. Jetzt haben sie Darmstadt zu Hause, da würde ich Gladbacher auf Sieg tippen. Machen wir mal ein knappes 1-0. Darmstadt muss halt auch jetzt alles in die Waagschale werfen. Ne? Für die ist auch jedes Spiel ein Endspiel. So, wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. 12 Spiele haben sie danach noch Zeit, um den Klassenerhalt zu schaffen. Es wird echt sehr, sehr schwer. Ich glaube, Darmstadt könnte einer der Absteiger sein. Will mich noch nicht festlegen, weil dazu ist es noch zu eng unten. Bremen gegen Heidenheim, da wäre ich mir vor der Saison ziemlich sicher gewesen, dass die Bremer das machen, weil ich konnte da Heidenheim noch nicht so einschätzen. Jetzt sieht das schon wieder ganz anders aus. Bremen, die haben eine richtig gute Phase, einen richtig guten Lauf, das Momentum, wie man so schön sagt, auf ihrer Seite. Gegen Heidenheim zu Hause, die wären, glaube ich, stabiler 10. oder 11. Die haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Stand jetzt 21. Spieltag. Das kann in 5 Spieltagen schon wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, dass die Bremer den Schwung mitnehmen. Ich mache ja mal ein 2-0, weil, wie gesagt, die Bremer, die sind zurzeit gut drauf, haben in Mainz gewonnen, haben gegen Leipzig zu Hause noch gewonnen, ich glaube vor Weihnachten dann in München gewonnen. Das sind auch so 3 Bonuspunkte, mit denen du eigentlich nicht gerechnet hast. Und von daher, ich denke, dass die Bremer den Schwung mitnehmen. Von daher 2-0 für Bremen. Augsburg gegen Leipzig könnte auch eine richtig interessante Partie sein. Alleine deswegen, weil Leipzig in Augsburg auch nicht immer gut ausgesehen hat. Die Augsburger, ähnlich wie Bochum, auch sehr unangenehm zu spielen, gehen sehr viel übers Physische. Ja, ein paar spielerische Elemente sind da auch dabei, aber es ist eine sehr kampfbetonte Truppe, sehr unangenehm, sehr eklig zu spielen, vor allem in Augsburg. Und wie gesagt, Leipzig hat da die letzten Jahre nicht so gut ausgesehen. Ich mache ja auch mal ein Unentschieden, auch mal ein 1-1, auch mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Vielleicht gewinnt Leipzig das ganz souverän mit 3-0, das könnte auch sein. Oder Augsburg gelingt der Überraschungssieg. Ich glaube, da hätten wir alle nichts gegen, zumindest die meisten in Fußball Deutschland, die es halt nicht mit Rasenball
Sport halten. Und ja, mal gucken. 1-1. Schauen wir mal, was wird. Dann am Abend natürlich das Topspiel, auf das die Nation gewartet hat. Leverkusen gegen die Bayern. Leverkusen, das Nonplusultra. Immer noch kein Spiel verloren. Pflichtspiel in der Saison. Egal ob Pokal, war ja auch ganz knapp gegen Stuttgart. 2 kritische und sehr fragwürdige Entscheidungen zugunsten von Leverkusen halt entschieden. Aber das ist halt auch etwas, was auch vielleicht mit Momentum zu tun hat. Ne? Die Bayern sind halt aber auch die Bayern. Die haben in solchen Spielen, wenn es darum ging, wirklich topfit zu sein und auf den Punkt abzuliefern, haben sie halt immer abgeliefert. Ne? Letzte Saison gegen Dortmund. Dann gegen Gladbach letzte Woche haben sie dann auch, als sie zurücklagen, haben sie dann auch nochmal Gas gegeben. Und Leverkusen, die sind mir einfach zu stabil, schon fast zu stabil und zu gut. Auch wenn jetzt einige Verletzte zu beklagen sind, das wird auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich tippe mal ein Unentschieden. Ich vermute, dass die Bayern das ganz souverän 3-0 machen. Warum auch immer. Ist jetzt gerade so eine spontane Reaktion, so ein spontanes Gefühl, dass die Bayern das trotzdem ganz klar machen und dann auch wieder Meister werden. Aber ich glaube auch nicht auf der anderen Seite, dass Leverkusen sowie Dortmund letzte Saison das Ding am letzten Spieltag verspielt. Ich glaube, wenn die bis zum Schluss oben bleiben, auch am letzten Spieltag, dann werden sie Meister. Dann haben sie zum ersten Mal ihren Spitznamen Vizekusen mal für ein paar Wochen ad acta gelegt. Weil ich denke auch jetzt, ne, entweder die Saison oder gar nicht. Mit Xabi Alonso, mal gucken, ob der bleibt über den Sommer hinaus. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, also ich hoffe, es wird ein schönes Spiel. Ein paar Tore wollen wir sehen, will ich sehen, wollt ihr wahrscheinlich auch sehen. Und von daher waren 2:2. Am Sonntag haben wir dann noch Stuttgart gegen Mainz. Das ist für mich wieder eine klare Sache. Die Stuttgarter genauso wie die Bremer momentan auch wieder richtig gut drauf. Die haben sich mit dem 5:2 letzte Woche wieder gefangen. Im Pokal sind sie halt dann ausgeschieden, aber gegen Mainz zu Hause. Für mich ist auch immer die Frage, was spricht für Mainz? Also klar, neuer Trainer, auch 1-2 neue Spieler dazu bekommen, jetzt im Winter. Aber es müssen halt Ergebnisse her. Und ich weiß nicht, warum das ausgerechnet in Stuttgart klappen sollte. Ich kann mir aber wiederum denken, dass das jetzt ausgerechnet so ein ausgerechnet Jetzt-Spiel ist, dass Mainz dann in Stuttgart gewinnt. Wenn niemand damit rechnet, Wettquote sieht auch ganz okay aus. Eine 7 auf einen Mainzer Sieg. Also ein 10er für Mainz. Hast du glatt mal 70 € gewonnen, wenn sich bis dahin nichts ändert. Naja, also ich glaube aber, dass Stuttgart das zu Hause gewinnt. Und Hoffenheim gegen Köln, da ist eigentlich genau das gleiche wie bei Stuttgart. Da glaube ich auch, dass die Hoffenheimer das machen. Die gefallen mir spielerisch, wie gesagt, besser als die Kölner. Und nochmal no disrespect an die Kölner. Ich wünsche mir wirklich nicht, dass die Kölner absteigen, weil ich finde, die Kölner gehören einfach in die erste Bundesliga. Aber wie gesagt, die dürfen keine Spieler im Winter kaufen und auch nicht im Sommer. Die haben 9 Trainer, die haben ohne Stürmer gespielt. Da ist eigentlich gar kein Selbstbewusstsein vorhanden. Die haben nur 11 Punkte bis dato gehabt. Jetzt haben sie, glaube ich, 14 oder 15, bin ich der Meinung. Ja, also irgendwie müssen es ja die anderen Mannschaften geschafft haben, gegen Köln zu gewinnen. Nur die Eintracht wieder nicht. Wir spielen wieder den Robin Hood. Wir klauen die Punkte von den Großen und geben die Punkte den kleinen Mannschaften ab. So, und ich hoffe, dass wir das jetzt nicht mehr machen. Das sind meine Tipps. Ich sehe gerade, ich habe gar keinen Auswärtssieg vom Gefühl her. Wahrscheinlich wird das der Spieltag mit den meisten Auswärtssiegen. So bei meinem Glück. Naja, wir speichern die Tipps und gucken nochmal kurz auf die Gesamtübersicht drauf. Und sehen da immer noch den Hegebusch, der gefühlt seit Beginn der Saison auf der 1 steht. Dann haben wir Paul und Levi dahinter. Dökini und Bobso, das sind die ersten 5. Meine spontane Idee oder Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wenn wirklich am Ende der Saison die ersten beiden punktgleich sind oder die ersten 3, auch die Bonustipps mit draufgerechnet, wenn die dann punktgleich sind, gibt es dann 2 Sieger oder wird dann ungefähr, ja weiß ich nicht, nach dem Durchschnittswert der Spieltagen das irgendwie entschieden? Also man kriegt da pro Spieltag immer Durchschnittspunkte oder wie gut man da gelegen hat von den Tipps her. Vielleicht ist das irgendwie ein ausschlaggebendes Element. Vielleicht weiß es ja einer unter euch und kann es mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, ich bin auf der 13. Wenn ich so unter die Top 10 komme, bin ich zufrieden. Dann war das doch wieder eine gute Kick-Tipp-Saison. Und ja, ich werde auch mal wieder aussortieren. Ein paar Leute sind wieder nicht so aktiv mit dabei. Aber wie gesagt, das hast du immer mal. Auf jeden Fall freut es mich, dass die Leute, die noch sehr aktiv mit dabei sind, noch sehr aktiv mittippen. Das freut mich auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch viel Glück für eure Tipps, für eure Mannschaften. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Schaut gerne die anderen Videos, die hier in der Endcard gleich verlinkt werden. Vielleicht ist ja da auch was für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit den Spieltag 22 Kick-Tipp-Tipps auf meinem Kanal. Schwere Geburt. Also, macht's gut. Ciao, ciao.